Die 7 Reisen des Sindbad der Seefahrer. Erste Reise: Die Insel des Walds und die Rettung durch den König von Serendib. Sindbad, ein wohlhabender Kaufmann in Bagdad, wird von seiner Reiselust getrieben und begibt sich auf seine erste Reise. Er schließt sich einer Karawane von Händlern an und segelt auf einem prächtigen Schiff. Eines Tages legen sie auf einer scheinbaren Insel an, um sich auszuruhen. Doch die Insel entpuppt sich als Rücken eines riesigen Walds, der durch das Feuer, das die Seeleute zum Kochen entzünden, aufwacht und in Panik ins Meer taucht. Viele Seeleute ertrinken, aber Sindbad rettet sich mit Hilfe eines treibenden Fasses. Er wird schließlich von einem vorbeifahrenden Schiff gerettet und nach Serendib gebracht, wo er von dem dortigen König freundlich aufgenommen wird. Der König von Serendib ist von Sindbads Erzählungen beeindruckt und beschenkt ihn reichlich. Mit diesen Geschenken und auf einem Handelsschiff kehrt Sindbad schließlich nach Bagdad zurück, wo er seine Freunde und Familie wieder trifft. Zweite Reise: Das Tal der Schlangen und die Diamanten. Trotz der Gefahren der ersten Reise sehnt sich Sindbad nach neuen Abenteuern und begibt sich erneut auf See. Dieses Mal wird sein Schiff von einem Sturm erfasst und an die Küste einer Insel geschleudert. Er und seine Kameraden erkunden die Insel und entdecken bald, dass sie von riesigen Schlangen bevölkert ist. Sie finden ein Tal, das mit unzähligen Diamanten übersät ist, jedoch von den gefährlichen Schlangen bewacht wird. Um die Diamanten zu bergen, nutzt Sindbad einen Trick. Er bindet Fleischstücke an seine Begleiter, die von Raubvögeln ergriffen und in ihre Nester hoch in den Bergen gebracht werden. Die Vögel lassen die Fleischstücke und die Diamanten fallen, die an ihnen haften, und so sammeln die Seeleute die wertvollen Steine ein. Trotz der Gefahren gelingt es Sindbad und einigen seiner Kameraden, das Tal zu verlassen und auf einem vorbeifahrenden Schiff nach Bagdad zurückzukehren. Dritte Reise: Der einäugige Riese. In Bagdad angekommen, führt Sindbad ein luxuriöses Leben, aber seine Reiselust bringt ihn erneut auf See. Auf dieser dritten Reise gerät sein Schiff in einen Sturm und strandet auf einer unbekannten Insel. Er und seine Gefährten werden von einem riesigen, einäugigen Zyklopen gefangen genommen, der beginnt, sie nacheinander zu verspeisen. Sindbad schmiedet einen Plan, um dem Ungeheuer zu entkommen. Sie erhitzen eine Stange im Feuer und stechen sie dem schlafenden Riesen in sein einziges Auge, wodurch er erblindet. In der Dunkelheit gelingt es ihnen zu fliehen. Mit Hilfe von Flößen, die sie aus Holz bauen, entkommen sie aufs Meer, wo sie von einem vorbeifahrenden Schiff gerettet werden. Trotz der Verluste kehrt Sindbad erneut mit reicher Beute nach Bagdad zurück. Vierte Reise: Die Kannibalen und die Flucht mit dem Seeungeheuer. Sindbad begibt sich auf eine weitere Reise, die ihn auf eine Insel führt, die von Kannibalen bewohnt wird. Er und seine Kameraden werden gefangen genommen und gezwungen, einen betäubenden Pflanzensaft zu trinken, der sie gefügig machen soll. Sindbad widersteht dem Saft und plant seine Flucht. In einer Nacht, als die Wachen unaufmerksam sind, gelingt es ihm und einigen Kameraden zu entkommen. Sie fliehen in den Dschungel und finden schließlich eine Stadt, deren Bewohner freundlich und gastfreundlich sind. Nachdem Sindbad einige Zeit dort verbracht hat, wird er von einem vorbeifahrenden Schiff aufgenommen und kehrt sicher nach Bagdad zurück. Fünfte Reise: Der Vogel Rock und die Schätze der See. Auf seiner 5. Reise trifft Sindbad auf die riesigen Vögel Rock, die in der Lage sind, Elefanten als Nahrung zu erbeuten. Sein Schiff wird von einem dieser Vögel angegriffen und zerstört. Sindbad und seine Kameraden retten sich auf eine Insel, wo sie gigantische Eier des Rocks finden. Als sie ein Ei beschädigen, um an das wertvolle Innere zu gelangen, werden sie von den Elternvögeln angegriffen. Viele seiner Gefährten sterben, aber Sindbad gelingt die Flucht, indem er sich an den Beinen eines der Vögel festklammert und so in ein anderes Land transportiert wird. Dort wird er von einem König freundlich aufgenommen und kehrt schließlich, nachdem er viele Schätze angesammelt hat, nach Bagdad zurück. Sechste Reise:
Das unterirdische Reich und die Rückkehr nach Bagdad. Auf seiner 6. Reise wird Sindbad von Piraten überfallen und in die Sklaverei verkauft. Er wird gezwungen, für seinen neuen Herrn, einen alten und grausamen König zu arbeiten. Eines Tages findet Sindbad einen Fluchtweg durch eine geheime Tür in den Bergen, die in ein unterirdisches Reich führt. Dieses Reich ist voller Schätze, aber auch voller Gefahren. Mit Mut und Klugheit gelingt es Sindbad, einen Weg zurück an die Oberfläche zu finden und sich aus den Fängen der Sklaverei zu befreien. Er kehrt nach Bagdad zurück, beladen mit den Schätzen, die er in dem unterirdischen Reich gefunden hat. 7. Reise. Die Heimkehr und das Gelübde des Sindbad. Auf seiner letzten Reise wird Sindbad durch einen heftigen Sturm auf eine unbekannte Insel verschlagen. Dort wird er von einem feindlichen Stamm gefangen genommen, aber er gewinnt das Vertrauen des Stammeshäuptlings und wird schließlich freigelassen. Sindbad kehrt in seine Heimat Bagdad zurück und schwört sich selbst, nie wieder auf Reisen zu gehen. Er erzählt seine Abenteuer einem jungen Träger namens Hindbad, der ihm eines Tages begegnet und ihm von seinen eigenen Schwierigkeiten berichtet. Von nun an lebt Sindbad ein ruhiges Leben, unterstützt Hindbad und andere Bedürftige mit seinem Reichtum und genießt den Frieden und die Sicherheit seiner Heimatstadt.